die Leute anschaust im Zug und die haben keine Zeitungen, was machen die? Die schauen sich ja nicht an. Viele Menschen, der grösste Teil, hat Hemmungen, sich wirklich zu öffnen und vielleicht mit anderen Menschen, die im Zug hinhocken, nebenbei oder vis-à-vis zu reden. Und viele Menschen benutzen eigentlich auch die Zeit ein bisschen als Schutz, habe ich das Gefühl. Oder? Und dann ist es ja schön, wenn die Leute eine Zeitung haben, die sie lesen können. Wenn zum Beispiel im Zug viele Leute sehen, die es 20 Minuten lesen, oder? Du weißt, hey, ich habe das gedruckt. Das ist eine Art wie eine Befriedigung da. Also es ist wirklich, ja, es ist schön, wenn du dem Menschen auch eine Freude machen kannst. Ich arbeite schon lieber in der Nacht, also am Tag. Es ist einfach auch ein bisschen ruhiger, weißt du, ist dann alles ein bisschen nicht so gestresst, nicht so gehetzt wie wenn an den Tagesgefühl. Ja, da laufen da ist wie noch Mais auf, weißt du, da wimmelt es von Leuten, da machen die nervös. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wirklich nur in der Nacht arbeiten. Das kann ich mir wiederum nicht, wo ich Nacht gerne habe. Komm schnell durch den Schalter. Läuft gut, ja. Du kannst ja jetzt noch eine Zeitung nehmen und du kannst ein bisschen Druck drauf geben und du hast schwarze Finger. Oder? Es ist schon noch, eben, das ist das Gute daran, es ist schon noch etwas Handfestes. Und ich hoffe, es gibt auch noch ein paar Leute, mehrere Leute, der grösste Teil, die das auch noch so wird sehen und eben auch noch die alten klassischen Zeitungen schätzen. Dann bin ich gebunden, gell? Ja. Das ist ein Produkt, das in der Nacht läuft. Da hast du jetzt vielleicht etwa 1,5 Stunden, 2 Stunden läuft das Ganze. Und dann muss man 2 Stunden muss man eigentlich dabei sein. Und ich muss echt die ganze Zeit schauen, dass die Zeitung, die ich rausbringe, dass die eigentlich schön aussieht. Du hast immer das Gleiche zu tun, vor allem in der Nacht. Du weißt, du kommst, du weißt, was du machen musst, du richtest ein, was du einrichten musst, du drückst, was du drücken. Es ist zur Routine geworden, was eben auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen zum Nachteil ist, auch, es scheisst einem dann auch ein bisschen an. Vor allem in der Nacht, muss ich sagen. Aber am Tag ist es wieder etwas anderes, weil wir haben doch auch viele Aufträge, die wir dann mal sonst bekommen, vor allem in der Weihnachtszeit, dann sind das spezielle Weihnachtskataloge, das sind dann spezielle Herausforderungen und dann ist natürlich nichts mehr mit Routine, weil dann ist das Produkt, das man neu muss kennenlernen muss. Ich habe gerne die Routine, weil ich weiss dann, was ich machen muss. Und ich fühle mich dann auch wohl. Spedi. Linie Gabi. Da sind wir schon. Ja, Spedi. Und kleine Störung auf der Mikrostation. Ja, okay. Ja, okay. Ja gut, wir warten. Das ist Störung von dieser Nacht. Hoffentlich die letzte.
ist das wirklich auch sehr, sehr wichtig, auch, dass mit den Kollegen sehr gut auskommst. Das ist für mich immer auch ein Grund, um auch, ja, dass man Freude hat zum Arbeiten. Es gibt Leute, die einem passen, es gibt Leute, die einem nicht passen. Das ist halt menschlich. Aber ich habe wirklich Glück gehabt dort. Ich habe eigentlich immer Glück gehabt. In den 25 Jahren, als ich im Tag gearbeitet habe, habe ich immer Leute gehabt an der Maschine, die es wirklich gut miteinander. Und das ist für mich wirklich etwas, was sehr wichtig ist. Viele machen das mit Kaffee. Ich habe nicht gerne Kaffee, ich kann das nicht machen. Cola nützt bei mir auch nicht. Ja, ich soll sagen, ich bin halt einer im Geschäft, der umeinander läuft. Ich bin ja wirklich auch die Informationsquelle. Im Tag, in der Nacht, dort lese ich auch das Aktuellste. Ich habe kein Zeitungsabo, ich lese auch nicht gerne Zeitungen, obwohl ich Zeitungen drucke. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Ich lese vielleicht lieber mal ein Buch, wenn überhaupt. Okay, dann mal ein schönes Heftchen. Ich bin dadurch eben viel am Internet oder am Computer, weil ich meine Informationen halt aus dem Internet raushole. Ich will mir auch nicht zu viel Informationen holen, weil es gibt ja meistens nur immer negative Informationen oder negative Meldungen und das finde ich nicht so gut. Aus dem Internet sehe ich die Zukunft nicht so extrem rosig beim Zeitungsdruck. Was noch bleiben vielleicht, ist da die Format von den 20 Minuten, weil es auch noch gratis ist. Was vielleicht noch positiv ist, also jetzt für uns, dass man jetzt neuerdings muss zahlen für die Online-Zeitung, die man muss abladen oder wo der abladen. 20 Minuten, die man ja so im Volkslichen rausnehmen, ist noch gratis. Also das ist vielleicht noch positiv, dass es vielleicht bei uns wieder einen Aufschwung gibt. Aber wenn es so jetzt weitergeht, wird es nicht so schön sein in Zukunft für den Drucker. Ja. Aber es ist natürlich klar, es ist ein Wegwerfprodukt der Zeit. Ich meine, es gibt nicht viele, die Zeitungen sammeln. Also, ja, vielleicht mal einen Artikel, den du rausschneidest, oder? Und, ist auch okay, oder? Mit dem lernst du leben. Und, aber du weißt genau, im Moment ist es dann gut, die Leute lesen das. Nein. Okay. Ich bin schwer. Wo bin ich Velofahrer, noch ist da die Welt Scheiße. Ja, das ist ein besonderer Moment. Da kommst du zusammen. Ja, und da kannst du einfach über Gott und die Welt reden. Das ist wirklich, du kommst aus deinem Job raus. Hast du noch gemacht? Was habe ich erst gemacht? Ja, was? Kannst du dir mal raten? Danke, weißt du. Was macht man vor dem Ende, weißt du? Nasenkribbeln. Was war vor dem Nasenkribbeln? Das auch nicht. Ja, Vögelplatzen. Heute schwierig gut. Danke. Nein, nehme ich. Die sind mehr als Kollegen, das sind Freunde, du bist ja so viel mit denen zusammen. Du bist mehr im Geschäft als die Hause oder mit der Familie. Also für mich ist es wirklich wichtig, dass du im Geschäft wirklich fast eine Familie auch bist. Super. Es hat nach aber noch einen Vorteil. Ja, der Lohn, wie gesagt, ist besser zahlt. Das ist natürlich etwas, oder? Das Schlafen habe ich schon ein bisschen Mühe. Also je älter du wirst, auch ja, je mehr Mühe hast. Ich muss mich schon versuchen, wach zu behalten. Am Morgen sind die Kinder in der Schule, dann ist sowieso kein Problem, oder? Die Frau macht, was sie muss, sage jetzt mal, die Kinder halt in die Schule bringen. Und das kommt dann am Nachmittag, wenn man dann aufwacht, dann ist man dann da. Und die Kinder sind dann, je nachdem, haben sie dann auch frei, oder Mittag zum Beispiel heute, oder? Ich habe schon das Gefühl, die Familie schätzt das schon auch. Also als Nachtschichtler hast du mehr Freizeit als ein Normalarbeiter. Also du kannst mehr machen mit der Familie. Du musst halt die Kollegen haben, die gleich arbeiten. Ich habe jetzt zwar einen Freund, der ein Drucker war, der arbeitet jetzt an normalen Arbeitszeiten, oder? Der bleibt halt einfach manchmal auch nur Samstag oder Sonntag über, oder? Die Woche durch kannst du wirklich nicht viel machen.
gut gesehen. Ich bin ein Mensch, der mir selber sagt, der mir gerne selber sagt, es wird alles gut, obwohl wir viele im Geschäft haben, die sagen, ja, wird alles Scheissdreck, der Lohn wird weniger und es wird alles blöd, die Welt geht unter, all der Quatsch. Das sage ich mir nicht. Ich sage mir, hey, ich lebe einen Tag nach dem anderen, so gut es geht. Und ich mache mir nicht grosse Vorstellungen, was meine Zukunft mir bringt. Weil ich habe meinen Bruder verloren, ich habe meine Eltern nicht mehr, ich habe meinen ersten Sohn verloren, ist alles leider weggestorben. Und mein Bruder hat sich Illusionen gemacht, was er später werden will. Und was hat er jetzt davon? Er ist 31 geworden und musste gehen, oder? Ich sehe immer halt den Vorteil von der Familie. Ich habe eine gesunde Familie, ich habe wieder eine gesunde Familie, ich darf wieder eine Familie haben, die lebt. Oder? Und eben, für mich ist das ein und alles. Und alles andere, ja, ist Zugabe, sage ich mir jetzt. Weißt? Also, eben, wie gesagt, was Zukunft und Vision anbelangt, habe ich keine. Von dem her, wirklich, ich habe keine grosse Spezielle.